Hallo zusammen. In diesem Video gebe ich einen Überblick über einen Temperaturregler. Das Modell heißt ST3012. Dieser Temperaturregler ist ein Zweizonenregler. Das heißt, er hat zwei unabhängige Kanäle, links und rechts. Sie können unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden und arbeiten mit zwei Sensoren. Der linke Kanal arbeitet mit einem Sensor und der rechte Kanal mit dem zweiten. Die Kabellänge der Sensoren beträgt 1 Meter. Sie sind wasserdicht. Das heißt, man kann sie ins Wasser tauchen. Feuchtigkeit macht ihnen nichts aus. Dieses Modell ist für 220 Volt ausgelegt. Hier ist es mit einem Häkchen markiert. Und es steht drauf, 220 Volt. Es gibt sie auch für 24 und 12 Volt. Also, wenn Sie ihn bestellen, schauen Sie genau hin und wählen Sie das Modell, das Sie benötigen. Das 220 Volt Modell hält eine Last von 1,5 Kilowatt stand. Man kann eine Heizung oder eine Kühlung mit 1,5 Kilowatt daran anschließen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie er angeschlossen und eingestellt wird. Hier gibt es zwei Kabel. Oft schließen die Leute sie falsch an und sagen, der Thermostat funktioniert nicht. Aber in Wirklichkeit ist das Gerät einfach nur falsch angeschlossen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man ihn richtig anschließt. Als Last werde ich diese beiden Elemente verwenden. Das werden unsere Heizungen sein. Wenn man ihn falsch anschließt, dann machen Sie es zum Beispiel so. An dieses Kabel schließen Sie einen Kontakt der Heizung an und an das zweite Kabel den zweiten Kontakt der Heizung. Diese Art des Anschlusses ist also falsch. So wird es nicht funktionieren. Das hier sind die Stromkabel, welche zugeführt wird an den Temperaturregler selbst, wird beim Einschalten an diesen Kabeln nicht anliegen. Hier ist einfach ein Relais verbaut und es überbrückt einfach zwei Kontakte miteinander. Um es also richtig anzuschließen, wird zum Beispiel an diese beiden Kabel die Stromversorgung angeschlossen, Phase und Nullleiter. Ich nehme ein gewöhnliches Netzkabel, das ich in die Steckdose stecken werde. Wir legen die Phase an das rote Kabel an. Und an das schwarze Kabel, an dieses hier, legen wir den Nullleiter an. Damit haben wir den Temperaturregler selbst mit Strom versorgt. Die Spannung wird nirgendwo anders hingehen. Das heißt, wenn wir das Kabel einfach in die Steckdose stecken. Hier, wir stecken es ein. Ein Signalton ertönte. Damit haben wir den Temperaturregler eingeschaltet. An diesen Kabeln wird keine Spannung anliegen. Um unsere Heizelemente mit Strom zu versorgen. Was müssen wir tun? Wir müssen, nehmen wir an, ein Kabel vom Heizelement kommt an den Nullleiter. Hier schließen wir es an. Angeschlossen. Und das zweite Kabel schließen wir in die Unterbrechung des Stromkreises an. Das heißt, das schwarze schließen wir an die Phase an. Sonntag. Und beim Einschalten des Temperaturreglers wird unsere Phase durch das schwarze Kabel und dann, beim Einschalten, auf das gelbe Kabel ausgegeben. Und so verbinden wir sie miteinander. Das ist der korrekte Anschluss. Das heißt, unser Relais wird die Phase unterbrechen. Und beim Einschalten wird dieses Lämpchen aufleuchten. Und genauso schließen wir das zweite Heizelement, die zweite Lampe an. Wir müssen ein Kabel an den Nullleiter anschließen. Es wird ständig unter Spannung stehen, und das zweite Kabel von der Lampe schließen wir an den Temperaturregler an. Und dieses kleine schwarze Kabel vom Relais. Wir werden die Phase darauf anlegen. Und sie wird dann die Phase schalten. Und er wird sich je nach Temperatur ein- und ausschalten. Hier habe ich alles isoliert. Die Stromversorgung angeschlossen. Sofort leuchteten die beiden kleinen Displays auf. Es zeigt die aktuelle Temperatur an. Links sind es 25,3 Grad. Ich habe ihn mit der Hand erwärmt. Er reagiert auf die Temperatur. 21,6, den habe ich nicht berührt. Die Raumtemperatur. Ich fange an, ihn zu halten. Die Temperatur steigt sofort an. Und jetzt zeige ich, wie er eingestellt wird, um die Temperatur zu ändern. Nach einmaligem Drücken der SET-Taste
beginnt eines der kleinen Displays zu blinken. Und wir stellen die gewünschte Temperatur ein. Der Einstellschritt beträgt 1 Grad. Man kann also keine 30,5 Grad einstellen. Es wird nur ein ganzzahliger Wert eingestellt. So, ich habe es geändert. Der Thermostat hat sich eingeschaltet. Um zum zweiten zu wechseln, drücken wir erneut die SET-Taste und stellen dann die Temperatur für diese Zone ein. 20 Grad, 5 Grad, 26, auch in 1 Grad Schritten. Das ist die zweite Zone. Um ins Einstellungsmenü zu gelangen, die Temperaturdifferenz einzustellen, den Sensor zu kalibrieren, müssen wir die SET-Taste für einige Sekunden gedrückt halten und schon sind wir im Einstellungsmenü. Hier können wir zwischen den Punkten wechseln, die wir einstellen können. Der erste ist HC. Wir gelangen dorthin durch einmaliges Drücken von Z und wählen den Betriebsmodus. Entweder kühlen, C oder H. Das ist der Heizmodus. Da diese Lampe heizt, wählen wir den Heizmodus. Dies wird für die linke Zone eingestellt. Um die rechte Zone einzustellen, drücken wir einmal die SET-Taste. Wir drücken noch einmal. Wir wechseln zur zweiten Zone. Wir halten sie wieder für einige Sekunden gedrückt und gehen zu den Einstellungen der zweiten Zone. Genauso, zum Beispiel, wählen wir den Heizmodus und drücken Z. Die Einstellungen sind gespeichert. Diese wird auch im Heizmodus arbeiten. Man kann verschiedene Einstellungen vornehmen oder die gleichen, wie Sie es benötigen. Heizmodus. Nächster Parameter. Wir gehen in die Einstellungen. HC. Wir wählen den nächsten Parameter. Das ist D. Das ist die Temperaturdifferenz. Hier sind 2 Grad eingestellt. Man kann die Differenz einstellen. Das ist die Temperaturdifferenz zum Ein- und Ausschalten. Man kann 1 Grad einstellen. Die maximale Differenz kann 30 Grad betragen. Ein- und Ausschalten. So, wir haben 3 Grad eingestellt. Ich zeige Ihnen jetzt, wie das funktioniert. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert. So, es ist eingestellt. Schauen wir mal, welcher Wert eingestellt ist. 30 Grad. Das heißt, wir erhitzen den Thermostat auf 30 Grad Celsius. Ich erwärme ihn jetzt mit der Hand. Bei 30 Grad Celsius schaltet sich der Thermostat ab. Sonntag. Sonntag. Der Thermostat schaltet sich ab. Dieser Bereich hier. Er hat 30 Grad erreicht. Er hat sich ausgeschaltet. Da die Differenz 3 Grad beträgt, schaltet sich der Thermostat bei 27 Grad Celsius wieder ein. Man kann 28, 29 einstellen. Also, je nachdem, welche Temperatur Sie benötigen. Hier haben wir 26 Grad Celsius eingestellt. Das heißt, hier haben wir den Thermostat, die zweite Zone, bei 26 Grad Celsius. Jetzt werden wir ihn erhitzen. Er hat sich erhitzt und wird sich ausschalten. Man muss in den Einstellungen nachsehen, welche Temperaturdifferenz hier eingestellt ist. Ich habe sie nicht konfiguriert. Er hat sich bei 27 Grad eingeschaltet. Schauen wir mal, welche Temperaturdifferenz in der zweiten Zone eingestellt ist. Wir gehen zu D. Wir rufen den Parameter auf. Hier sind es 5 Grad Celsius. Das heißt, dieser Thermostat schaltet sich wieder ein, gemäß den Einstellungen. Wir gehen ins Einstellungsmenü. Wir wählen das aus. Hier wird die minimale Betriebstemperatur des Thermostats eingestellt. Minus 50 Grad Celsius. Hier ist im Grunde alles klar. Diesen Parameter wird kaum jemand verwenden. HS ist die maximale Betriebstemperatur des Thermostats. 110 Grad. Das heißt, er arbeitet in einem Bereich von minus 50 bis 110 Grad Celsius. Kommen wir nun zum nächsten Parameter. Der nächste Parameter ist die Kalibrierung des Temperatursensors. Wir gehen rein und man kann ihn kalibrieren. Aber hier wird er in Schritten von einem Grad Celsius kalibriert. Das heißt, der Thermostat ist nicht genau genug. Aber für manche Zwecke ist 1 Grad im Grunde ausreichend. Das heißt, man kann plus, minus 10 Grad in 1 Grad Schritten kalibrieren. Also, dieser hier bei uns. CA ist der Kalibrierungsmodus. PSM. Gehen wir in die Einstellungen. Das ist die Einschaltverzögerung. Standardmäßig sind es 0 Minuten. Sie wird in Minuten gemessen. Die maximale Einschaltverzögerung kann man auf 10 Minuten einstellen. So, wir haben zum Beispiel den Wert gespeichert. Jetzt haben wir die Einstellungen verlassen. Wir heizen auf 30 Grad. Dann schalten wir den Thermostat aus. Und jetzt können wir ihn einschalten. Heizgerät. Und jetzt sehen wir,
dass sich das Heizgerät ausschaltet. Die Temperatur sinkt auf 27 Grad und es schaltet sich nicht sofort bei 27 Grad ein, sondern es beginnt eine Zeitverzögerung. Es werden 10 Minuten heruntergezählt, die LED wird blinken und nach 10 Minuten darauf umschalten, damit das kleine Display auf dieser Seite blinkt und dann die Z-Taste drücken und wir gelangen in dieses Menü. Und die gleichen Einstellungen können wir auf die zweite Zone anwenden. So funktioniert dieser Thermostat. Links dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss an alle.